Weißt du, viele Menschen möchten schnell Deutsch sprechen. Sie suchen nach Methoden, Geheimnissen und Abkürzungen. Aber die Wahrheit ist, dass alles hier beginnt, im Kopf. Ja, bevor du gut sprechen kannst, musst du lernen, anders zu denken. Beim Erlernen einer Sprache geht es nicht nur um Wörter und Regeln. Es ist eine Art, die Welt zu betrachten und eine neue Art zu denken. Genau. Und das menschliche Gehirn ist unglaublich. Es lernt jeden Tag, selbst wenn wir es nicht bemerken. Wenn du zuhörst, wenn du liest und sogar wenn du träumst, arbeitet dein Gehirn. Ja, es ist wie ein Computer, der ständig weiterläuft, sogar im Hintergrund. Aber die meisten Menschen wissen nicht, wie sie ihn richtig nutzen sollen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen Menschen, die schnell lernen, und Menschen, die aufgeben. Die besten Lernenden sind nicht unbedingt diejenigen, die am längsten lernen, sondern diejenigen, die intelligent lernen. Ja, es ist eine Frage der Methode, des Rhythmus und vor allem der Denkweise. Weißt du, viele Menschen lernen eine Sprache unter Stress. Sie sagen sich, ich muss schnell lernen, ich muss alles verstehen. Aber so funktioniert es nicht. Nein, denn das Gehirn mag keinen Stress. Wenn du angespannt bist, verschließt sich dein Gehirn. Aber wenn du entspannt, neugierig und ruhig bist, öffnet es sich. Dann lernst du wirklich. Deshalb müssen wir heute über eine etwas ungewöhnliche Methode sprechen. Aber vorher müssen wir eine Sache klar verstehen. Eine Sprache zu lernen bedeutet, deinem Gehirn Vertrauen zu lernen. Ja, je mehr du zuhörst, je mehr du wiederholst und je mehr du deinem Gehirn erlaubst, auf natürliche Weise zu arbeiten, desto mehr wird Deutsch zu einem Teil von dir. Deshalb möchten wir, dass sich unsere Zuhörer heute eine Frage stellen. Zwingst du dein Gehirn zum Lernen oder hilfst du ihm dabei? Das ist eine sehr gute Frage, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Zwang, etwas auswendig zu lernen, und der Möglichkeit, dein Gehirn Dinge auf natürliche Weise aufnehmen zu lassen. Genau. Und weißt du was? Das Gehirn lernt sogar, wenn du schläfst. Ja, selbst wenn du dich ausruhst, hört es weiterhin zu, ordnet Informationen und behält sie. Aber warte, wir werden noch nicht alles verraten. Bereite zuerst deinen Geist vor, entspanne dich, atme tief ein und frage dich, wie lernt mein Gehirn, wenn ich nichts tue? Das ist eine wunderschöne Frage, nicht wahr? Im nächsten Teil zeigen wir dir, wie du deinen Schlaf in eine Lernmöglichkeit verwandeln kannst. Ja, du wirst entdecken, wie dein Gehirn sogar während der Nacht weiterlernen kann, ohne Anstrengung, ohne Stress und auf natürliche Weise. Aber denke vorher daran, das Geheimnis besteht nicht darin, mehr zu arbeiten. Das Geheimnis besteht darin, intelligenter zu lernen. Genau. Möchtest du also wissen, wie du im Schlaf Deutsch lernen kannst? Es ist faszinierend, nicht wahr? Und dennoch ist es möglich. Dein Gehirn schläft niemals vollständig. Ja, während dein Körper ruht, arbeitet dein Gehirn weiter. Es sortiert Informationen, ordnet Erinnerungen und stärkt vor allem das, was du während des Tages gehört hast. Das stimmt. Schlaf ist nicht nur eine Phase der Erholung. Er ist auch eine Phase der Konsolidierung. Das ist ein etwas wissenschaftliches Wort, aber es ist sehr wichtig. Es bedeutet, dass dein Gehirn alles, was du gelernt hast, aufnimmt und in ein dauerhaftes Gedächtnis umwandelt. Wenn du vor dem Einschlafen Deutsch hörst, behält dein Gehirn die Laute, Sätze und Rhythmen. Es bewahrt sie auf und wiederholt sie von selbst, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Es ist fast so, als hätte dein Gehirn nachts ein zweites Klassenzimmer. Es ist ein friedliches Klassenzimmer ohne Stress, ohne Lehrer und ohne Hausaufgaben. Es gibt nur dich, deinen Atem und deutsche Wörter, die sanft um dich herumschweben. Stell dir vor, du schläfst ein, während du einer sanften Stimme zuhörst, die sagt: Ich spreche Deutsch. Ich verstehe jeden Tag ein bisschen mehr. Ich liebe diese Sprache. Dein Gehirn hört die Sätze, wiederholt sie und legt sie nach und nach in das richtige Fach, das Fach des Langzeitgedächtnisses. Genau.
Es ist, als würdest du deinen Geist mit positiven deutschen Wörtern versorgen. Je mehr du zuhörst, desto natürlicher werden diese Sätze für dich. Aber sei vorsichtig. Es reicht nicht aus, nachts irgendeinen Ton abzuspielen. Dein Gehirn muss entspannt, offen und ruhig aufmerksam sein. Ja, idealerweise solltest du einer sanften Stimme mit einem langsamen und klaren Rhythmus zuhören, die einfache Sätze und vertraute Wörter verwendet. Das Ziel besteht darin, deinen Geist mit dem Klang der deutschen Sprache zu verbinden. Am wichtigsten ist, dass du dir nicht sagst, ich muss verstehen. Nein, lass dein Gehirn zuhören. Selbst wenn du nicht alles verstehst, nimmt es dennoch die Laute, Strukturen und die Musik der deutschen Sprache auf. Dein Gehirn liebt wiederholte Laute. Wenn es sie immer wieder hört, erkennt es sie am nächsten Tag schneller. Wenn du sprichst, beginnen die Wörter natürlicher herauszukommen. Das ist das Geheimnis. Je mehr du deinem Gehirn erlaubst, Deutsch zu hören, desto mehr wird die Sprache zu einem Teil von dir, selbst während du schläfst. Und das Schönste daran ist, dass du nichts erzwingen musst. Es gibt keinen Stress und keine Anstrengung. Du hörst einfach zu, atmest und schläfst. Ja, am Morgen wachst du mit dem Gefühl auf, dass dir die Wörter näher sind. Du verstehst etwas schneller, wiederholst etwas leichter und dein Gehör wird stärker auf Deutsch eingestellt. Es fühlt sich wie ein Wunder an, aber in Wirklichkeit ist es einfach die Natur des menschlichen Gehirns. Es lernt ständig, selbst wenn du glaubst, dass es schläft. Probiere es also heute Abend aus. Höre vor dem Schlafengehen einen kurzen Podcast, eine Geschichte oder ein sanftes Lied auf Deutsch und überlasse deinem Gehirn den Rest. Es weiß genau, wie es für dich lernen kann. Am Morgen wirst du dich mit Deutsch ein kleines bisschen wohler fühlen als gestern. Jetzt weißt du, dass dein Gehirn während des Schlafs lernen kann. Aber die große Frage lautet, was solltest du dir anhören? Nicht jeder Klang ist für das Lernen hilfreich. Ja, das ist sehr wichtig. Das Gehirn ist intelligent, aber es ist auch empfindlich. Wenn es Geräusche hört, die zu schnell, zu laut oder verwirrend sind, verschließt es sich. Wenn die Klänge jedoch sanft, klar und regelmäßig sind, öffnet es sich und zeichnet alles auf. Die erste Regel lautet also, eine ruhige und natürliche Stimme auszuwählen. Sie sollte weder zu schnell noch zu eintönig sein. Wähle eine Stimme, der du gerne zuhören möchtest, und keine, bei der du sofort einschläfst. Genau. Die zweite Regel besteht darin, kurzen und einfachen Sätzen zuzuhören. Dein Gehirn mag Klarheit. Es muss die Laute, Rhythmen und Wörter erkennen, die häufig vorkommen. Höre dir zum Beispiel Sätze an wie „Ich bin ruhig“, „Ich spreche Deutsch mit Selbstvertrauen“, „Ich lerne gern“, „Jeden Tag mache ich Fortschritte“. Das sind positive Sätze, die leicht zu verstehen und voller sanfter Energie sind. Ja, diese Art von Satz erzeugt das, was wir einen auditiven Abdruck nennen. Es ist wie eine Spur, die in deinem Gehirn hinterlassen wird. Am nächsten Tag tauchen diese Sätze auf natürliche Weise wieder auf. Du musst nicht einmal alles verstehen. Dein Unterbewusstsein versteht den Ton, die Melodie und den Rhythmus. Es erkennt die Strukturen, selbst wenn du nichts übersetzt. Es ist wie beim Erlernen eines Liedes. Am Anfang verstehst du vielleicht nicht jedes Wort, aber nach einigen Tagen beginnst du, die Sätze ganz natürlich mitzusingen. Dein Gehirn hat sie aufgenommen. Die dritte Regel besteht darin, Videos zu vermeiden, die zu lang sind, oder Audiodateien, die mit zu vielen Informationen überfüllt sind. Das Ziel besteht nicht darin, eine vollständige Unterrichtsstunde anzuhören. Das Ziel besteht darin, deinem Gehirn zu ermöglichen, sich mit der deutschen Sprache zu entspannen. Ja, wähle eine Aufnahme, die höchstens etwa 20 bis 40 Minuten dauert, bevor du einschläfst. Das reicht aus, um deinen Geist zu aktivieren, ohne ihn zu ermüden. Wiederhole nach Möglichkeit jeden Abend dieselbe Audiodatei. Wiederholung ist der Schlüssel. Dein Gehirn liebt Regelmäßigkeit.
Je häufiger es denselben Satz hört, desto automatischer wird dieser Satz. Ein perfektes Beispiel ist das Wort Hallo. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, oder? Das liegt daran, dass du es hunderte Male gehört hast. Es ist natürlich geworden. Dasselbe gilt für jeden anderen Satz. Wiederhole die Sätze, höre ihnen zu und erlaube ihnen, dich zu beruhigen. Sie werden ein Teil von dir, fast wie eine zweite Natur. Wähle vor allem positive Sätze. Fülle dein Gehirn vor dem Einschlafen niemals mit negativen Wörtern. Dein Geist bewahrt sie auf und wiederholt sie, ohne dass du es beabsichtigst. Ja, gib deinem Gehirn vor dem Einschlafen positive Energie. Ich bin ruhig. Ich lerne gern. Jeden Tag werde ich besser. Das sind einfache, aber kraftvolle Worte. Du wirst sehen, dass du dich am Morgen leichter und selbstbewusster fühlst. Du denkst etwas schneller und sprichst etwas natürlicher, weil dein Gehirn während der Nacht für dich gearbeitet hat, wie dein bester unsichtbarer Lehrer. Im nächsten Teil erklären wir, wie du diese nächtliche Methode mit deinem Üben während des Tages kombinieren kannst, damit dein Deutsch noch schneller fließend wird. Weißt du, das Gehirn ist wie ein Kind. Es hört alles, spürt alles und lernt besonders durch Emotionen. Wenn du also während des Schlafs Deutsch lernen möchtest, musst du mit einfachen, positiven und sanften Worten zu ihm sprechen. Ja, Wörter tragen Energie. Wenn du einen Satz wie „Ich kann Deutsch sprechen“ hörst, reagiert dein Gehirn anders, als wenn du sagst „Ich werde niemals Erfolg haben“. Positive Wörter öffnen deinen Geist, während negative Wörter ihn verschließen. Genau. Deshalb solltest du deinen Geist vor dem Einschlafen mit ruhigen und selbstbewussten Sätzen versorgen. Das sind Sätze, die dein Gehirn während der gesamten Nacht immer wieder wiederholen kann. Du kannst zum Beispiel einer Stimme zuhören, die langsam sagt: Ich spreche Deutsch mit Selbstvertrauen. Ich lerne jeden Tag gern. Mein Gehirn lernt leicht. Ich denke auf Deutsch. Diese Sätze sind einfach und kurz, aber kraftvoll. Ja, denn dein Gehirn liebt Wiederholungen. Jedes Mal, wenn es dieselbe Struktur hört, stärkt es sie wie einen Muskel. Es ist beinahe wie körperliches Training, aber für deinen Geist. Das Bemerkenswerteste ist, dass du nicht einmal darüber nachdenken musst. Während du schläfst, wiederholt dein Gehirn die Laute, erkennt die Wörter und beginnt, stärkere Verbindungen aufzubauen. Das wird implizites Gedächtnis genannt. Es ist eine Form des Gedächtnisses, die ohne bewusste Anstrengung arbeitet. Sie hilft dir, am Morgen natürlicher zu sprechen, selbst wenn du nicht genau weißt, warum. Ja, am nächsten Tag hörst du jemanden Hallo sagen und dein Gehirn antwortet fast automatisch Hallo. Du übersetzt nicht mehr. Du reagierst natürlich. Das ist die Kraft der emotionalen Wiederholung. Während du schläfst, ist dein Geist ruhig, offen und frei von Angst. Es ist die perfekte Zeit zum Lernen. Um die Methode noch wirkungsvoller zu machen, wähle Sätze aus, die dich wirklich motivieren. Sätze, die dir Lust machen, weiterzumachen. Zum Beispiel: Jeden Tag mache ich Fortschritte. Ich verstehe Deutsch besser. Ich bin stolz auf meine Fortschritte. Ich kann lernen. Sprich sie mit deiner eigenen Stimme aus, fühle sie und erlaube deinem Gehirn, sie während der Nacht zu wiederholen. Ja, dabei geht es nicht nur darum, eine Sprache zu lernen. Es geht auch darum, dein Gehirn darauf zu trainieren, an dich zu glauben. Je mehr du an dich selbst glaubst, desto schneller lernt dein Gehirn und desto fließender wird dein Deutsch. Wähle also heute Abend vor dem Einschlafen 3 positive Sätze aus. Wiederhole sie leise, schließe deine Augen und erlaube deinem Geist, während der Nacht weiterzuarbeiten. Morgen wirst du sehen, dass dir die Wörter leichter einfallen, die Sätze natürlicher wirken und du etwas mehr wie ein echter deutscher Muttersprachler sprichst. Im nächsten Teil erklären wir, wie du das Lernen in der Nacht mit dem Üben am Tag verbinden kannst, damit dein Gehirn doppelt so schnell lernen kann, während des Tages und während der Nacht. Ja, denn dort beginnt die wirkliche Veränderung. Weißt du, viele Menschen glauben, dass Lernen nur während des Tages stattfindet, wenn wir lesen, schreiben und Übungen erledigen.
aber das Geheimnis besteht darin, zu verstehen, dass dein Gehirn auch nachts arbeitet. Ja, es gibt eine Art Gespräch zwischen deinem Tag und deiner Nacht. Während des Tages gibst du deinem Gehirn Informationen. In der Nacht ordnet es diese Informationen, stärkt sie und speichert sie. Wenn du lernst, diese beiden Zeiträume miteinander zu verbinden, lernst du doppelt so schnell. Es ist wie ein Team. Du arbeitest während des Tages und dein Gehirn arbeitet während der Nacht. Genau. Wie machst du das also? Es ist einfach. Beginne jeden Morgen damit, das wieder zu aktivieren, was dein Gehirn während der Nacht gehört hat. Höre dir zum Beispiel direkt nach dem Aufwachen noch einmal dieselben Sätze an, die du vor dem Einschlafen gehört hast. Du wirst bemerken, dass sie dir vertrauter und natürlicher erscheinen. Ja, denn dein Gehirn hat bereits im Stillen an ihnen gearbeitet. Wenn du sie erneut hörst, sagt es, ah, ja, das kenne ich, und verankert sie noch tiefer in deinem Gedächtnis. Es ist wie das tägliche Gießen einer Pflanze am Morgen. Du siehst das Ergebnis nicht sofort, aber nach und nach wächst sie und wird stärker. Verwende diese Wörter während des Tages, selbst wenn du allein bist. Sprich sie laut aus, während du gehst, kochst oder nachdenkst. Halte diese Sätze in deinem Geist aktiv. Ja, denn das Gehirn liebt natürliche Wiederholungen. Du musst dich nicht zwingen. Sage einfach, was du gehört hast und verwende es ruhig in deinem täglichen Leben. Schließe am Abend vor dem Einschlafen einen kleinen Kreislauf. Höre dir die Sätze erneut an oder wiederhole sie in Gedanken. Das beendet den Tag auf sanfte Weise und bereitet dein Gehirn auf die Nacht vor. Wir nennen das die Methode des vollständigen Kreislaufs. Am Morgen aktivierst du, während des Tages übst du, am Abend wiederholst du. In der Nacht konsolidiert dein Gehirn. Und weißt du was? Wenn du das jeden Tag machst, selbst nur 5 Minuten am Morgen und 5 Minuten am Abend, können deine Fortschritte unglaublich sein. Das liegt daran, dass die Dauer nicht der wichtigste Faktor ist. Regelmäßigkeit ist entscheidend. 5 Minuten jeden Tag sind wertvoller als 2 Stunden einmal pro Woche. Noch besser ist, dass du dich nicht zwingen musst. Du hörst zu, fühlst und wiederholst, und dein Gehirn erledigt den Rest. Hier ist also deine heutige Herausforderung. Wähle heute Abend 3 Sätze aus, die du in deinem Kopf behalten möchtest. Höre sie dir vor dem Einschlafen an. Wiederhole sie morgen früh laut. Mache das eine Woche lang. Du wirst bemerken, dass dein Gehirn schneller zu reagieren beginnt und sich dein Deutsch natürlicher anfühlt. Du lernst nicht nur mit deiner Zeit. Du lernst mit deinem Rhythmus, deiner Energie und deinem Geist. Im nächsten Teil erklären wir, wie du mit Hilfe von Klang, Licht und sogar Atmung die perfekte Umgebung für das Lernen während des Schlafs schaffen kannst. Weißt du, viele Menschen versuchen nachts Deutsch zu hören, aber sie vergessen eine sehr wichtige Sache, die Umgebung. Das Gehirn lernt besser, wenn es sich wohl, ruhig und sicher fühlt. Ja, denn wenn dein Körper angespannt ist, verschließt sich auch dein Gehirn. Es kann nicht zuhören und keine Informationen behalten. Wenn du jedoch entspannt bist, öffnet sich dein Geist wie ein Fenster. Bereite also deinen Raum vor, bevor du während des Schlafs lernst. Schalte helles Licht aus. Schalte eine kleine, sanfte Lampe ein oder zünde eine Kerze an. Atme tief ein. Gestalte deinen Raum friedlich. Vermeide vor allem Bildschirme unmittelbar vor dem Schlafengehen. Telefone, Fernseher und ähnliche Geräte wecken dein Gehirn auf, anstatt es zu beruhigen. Du möchtest, dass dein Gehirn friedlich und nicht überstimuliert ist. Ja, deshalb ist der beste Zeitpunkt zum Zuhören unmittelbar vor dem Einschlafen, wenn sich dein Körper bereits auf die Entspannung vorbereitet, dein Gehirn aber noch ein wenig wach ist. Die Klänge sollten sanft, ruhig und regelmäßig sein. Wähle langsame Musik oder eine klare, deutlich artikulierte Stimme. Die deutsche Sprache hat ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Melodie, und du musst ihr Raum zum Atmen geben. Das stimmt.
Wenn der Rhythmus langsam ist, folgt dein Gehirn auf natürliche Weise. Es erzwingt nichts. Es hört zu und nimmt auf. Verwende nach Möglichkeit bequeme Kopfhörer oder einen kleinen Lautsprecher neben deinem Bett. Halte die Lautstärke niedrig, fast wie ein Flüstern. Du brauchst keinen lauten Ton. Dein Gehirn kann sogar sanfte Klänge wahrnehmen. Ja, das Gehirn ist nachts sehr empfindlich. Es braucht keine Lautstärke. Es braucht Harmonie. Du kannst auch bewusstes Atmen hinzufügen. Atme langsam ein und sanft aus. Während du den deutschen Sätzen zuhörst, bereitet jeder Atemzug deinen Geist darauf vor, sie aufzunehmen. Um noch weiterzugehen, verbinde die Erfahrung mit einem positiven Gefühl, etwa Frieden, Dankbarkeit oder Neugier. Wenn du eine positive Emotion empfindest, erinnert sich dein Gehirn effektiver. Es ist wie das Erschaffen eines Duftes für eine Erinnerung. Jedes Mal, wenn du dieselben Sätze hörst, erinnert sich dein Gehirn an das Gefühl und es lernt noch schneller. Deine heutige Herausforderung besteht also darin, deine Lernumgebung zu gestalten. Schalte das Licht aus, atme, spiele eine sanfte deutsche Stimme ab und erlaube deinem Geist, ohne Anstrengung zuzuhören. Ja, versuche nicht, jedes Wort zu verstehen. Erlaube dem Klang der deutschen Sprache einfach, dich wie eine leichte Decke zu umhüllen, die sich um deinen Geist legt. Ja, das Gehirn ist nachts sehr empfindlich. Es braucht keine Lautstärke. Es braucht Harmonie. Schlafe friedlich und lerne ruhig. Denn selbst in der Stille hilft dir dein Gehirn weiterhin dabei, dich im Deutschen wohler und natürlicher zu fühlen. Hast du jemals auf Deutsch geträumt? Es ist ein besonderer, fast magischer Moment. Viele Lernende sagen, eines Tages habe ich auf Deutsch geträumt und alles verstanden. Ja, wenn das geschieht, ist es ein unglaubliches Zeichen. Es bedeutet, dass dein Gehirn beginnt, Deutsch auf natürliche Weise zu verwenden, sogar ohne deine bewusste Anstrengung. Wenn du in einer Fremdsprache träumst, ist das nicht nur ein Zufall, es ist das Ergebnis deiner Arbeit, deines Zuhörens, deiner Wiederholungen und des Vertrauens, das du in deinen Geist gesetzt hast. Dein Gehirn erschafft Bilder, Klänge und Gespräche. Wenn es in deinen Träumen Deutsch auswählt, bedeutet das, dass die Sprache einen Platz in dir gefunden hat. Aber sei vorsichtig. Auf Deutsch zu träumen bedeutet nicht immer, dass du es perfekt sprichst. Manchmal enthält der Traum vielleicht nur einige Wörter, einen Satz, ein Lächeln oder eine Stimme, und das ist bereits wunderbar. Ja, denn ein Traum ist wie eine unsichtbare Probe. Du übst, testest und spielst mit Wörtern, ohne Stress oder Angst. Dein Gehirn genießt die Sprache, und genau das braucht es: Freude und keinen Druck. Eine Sprache zu lernen ist wie Tanzen. Du zählst nicht jeden Schritt, du fühlst den Rhythmus. Schließe also vor dem Einschlafen deine Augen und stelle